Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Schulen von einem Tag auf den anderen in der ganzen Welt geschlossen wurden. Auch in den Ländern Südosteuropas waren Lehrkräfte vor die Situation gestellt, dass sie ihren Unterricht vom Klassenzimmer in den virtuellen Raum verlegen mussten. Das ist der Ausgangspunkt des Projekts Remote Schools, das beides in den Fokus nimmt. Einerseits die Herausforderungen des schulischen Distanzlernens und andererseits auch die kreativen Potenziale und die Ideen, die in dieser Zeit von den Lehrkräften entwickelt wurden und auch ausprobiert wurden. Es ergaben sich viele Herausforderungen aus der Pandemie, aber ich kann nach 2 Jahren Erfahrung sagen, dass die Pandemie insbesondere die Lehrkräfte in einen neuen Weg gelitten hat. Also wir sind in einen neuen Weg gegangen und es ist aufgefallen, dass viele unterschiedliche Kompetenzen noch fortgebildet werden müssen. Die Lehrkräfte haben in diesem einen Jahr ihre digitalen Kompetenzen erweitert. Das heißt nicht nur das technische Know-how, sondern das, was sich dahinter verbirgt an Gestaltung. Wie gestalte ich eigentlich meinen Unterricht online, wenn die Schüler nicht im Klassenzimmer sind? Wie aktiviere ich sie und binde sie in den Unterricht ein? Wir haben in diesem einen Jahr hauptsächlich mit 2 Zielgruppen zusammengearbeitet. Zum einen mit den Schulleiterinnen und Schulleitern und zum anderen mit den Deutschlehrkräften. Bei den Schulleitern ging es eher um Fragen der Schulorganisation, zum Beispiel, wie kann eine Prüfung online stattfinden. Bei den Lehrkräften ging es schon konkret um den Unterricht, zum Beispiel die Verzahnung von asynchronen und synchronen Unterricht, also der Unterricht als Live-Unterricht online mit den Aufgaben, die die Schüler zu Hause bearbeiten. Ich muss ernst sagen, nach 2 Jahren Pandemie hat sich viel verändert in unserer Schule. Erstmal hatten wir die Schüler nicht mehr da, 1,5 Jahren. Und dann, es hat so wirklich wehgetan und dann fehlten noch die Schülerstimmen, denn ohne Schüler ist die Schule gar nicht gleich. Промени се начинът на комуникация, начинът на общуване между учениците, между ученици и родители, между нас, колегите. И затова се наложи да правим такива срещи, в които емоционално да подкрепяме и учениците, и учителите. Правихме такива оперативки между различните екипи, така позитивни, да дадем малко самочувствие, малко позитивизъм на колегите, защото в един момент човек се чувства потиснат, когато е само вкъщи. COVID-19 pandemic has forced us to make fast and major transitions in our teaching and learning practices, but it also has created an opportunity to embrace educational technologies and their pedagogical applications. Even though our school has started face-to-face education, a variety of online tools are embedded in the instructional practices. Die größte Herausforderung in unserer Schule bei der Umstellung auf Distanzlernen war eigentlich einen Stundenplan zu ersetzen, der allen Beteiligten im Schulprozess betrifft und passt. Und auch, dass wir einen Online-Unterricht erstellen und umsetzen, der so wie ähnlich wie der realen Unterricht in der Schule ist. Guten Tag, liebe Schüler. Dieses Projekt hat meinen Unterricht viel verändert. Ich habe viele neue Tools gefunden, ich habe viele neue Ideen gesammelt und neue Erfahrungen mit meinen Kolleginnen aus Europa vertauscht. Über Dativ und Akkusativ. Meine Schüler waren sehr zufrieden, weil sie haben in Gruppen gearbeitet, sie haben zusammengearbeitet und haben ihren Umgang mit dem Computer verbessert. Sie unterstützen alle Neuigkeiten im Lernprozess und auch im Distanzlernprozess. Für die Zukunft wünsche ich mir Unterricht mit mehr Technologie und Internet, weil es interessant ist,
Ich wünsche mir eine digitale Schule. Аз мислам дека онлайн наставата е супер. Таа ни дава многу предности, например правење на тестови, квизови, исто така и презентации. Можеме да следиме онлайн настава кога има некои временски непогоди, додека не можеме да пристигуваме на училиште. Но има и некои недостатоци, како например негледањето со нашите другари и нашите наставници. Schmecken. Versette. Fischebo. Schmecken. Also diese Pandemie hat meinen Unterricht vollkommen umgestellt. Ich war absolut ein Laie auf dem Gebiet des Computers und dieser Technik oder online, weil ich immer wieder Übungen suche, immer wieder verschiedene so zusätzliche Materialien oder so. Aber ich musste sitzen. Und das war für mich die erste Herausforderung, weil ich in meinem Unterricht sehr selten sitze. Ich bin immer in Bewegung. Ich trinke Cola. Ich persönlich bin dem Goethe-Institut sehr dankbar, weil das für uns Deutschlehrer in Bulgarien eine große Unterstützung ist. Und als wir diesen Online-Unterricht begonnen haben, war es für mich ein Problem, zu wissen, wo ich bin. Wo mache ich das richtig? Was mache ich falsch? Wie komme ich bei den Schülern an? So wie im realen Unterricht ist, ich kann mich durch die Schüler einschätzen. Ob das geht, ob das bei ihnen ankommt und vor dem Computer sitzend und wenn ich auch ihre Augen nicht sehen kann, bei uns ist es nicht ein Muss. Und dieses Projekt war so eine notwendige Maßnahme, so eine notwendige Aktivität, dass ich meinen Wecker einstelle. Und ich habe zum Glück festgestellt, dass es uns allen ähnlich geht. Und das verdanken wir natürlich dem Goethe-Institut und das war sehr, sehr notwendig für uns, für mich. I would be really happy if online classes aren't an option anymore because I think that being at school makes people more sociable, they learn more new things because for the teachers it's easier to show them and explain them more easy the material. Also it's easier for them to pay attention to the students who don't really listen in class and don't like to do anything. Ich arbeite im Primarbereich und meine Klassen sind die 2. und 3. Klassen. Bei mir war das am Anfang ganz schwer, weil sich die Schüler nicht orientieren konnten. Sie kannten mich nicht. Sie wussten nicht, dass ich ihr Deutschlehrer bin. Sie hielten mich für einen YouTuber. Und nachdem sich die Schulen wieder öffneten, haben sie gesehen, dass ich ein Mensch bin, ein Lehrer. Und das war auch für sie schockierend, finde ich. Aber danach war das auch viel leichter, weil dann konnten wir auch die Regeln setzen und auch halt die gleiche Sprache auch online sprechen. Am Projekt hat mir auf jeden Fall das gefallen, dass ich nicht alleine bin, der all die Sachen in dieser Pandemie erlebt. Der Austausch mit den Lehrern auch aus anderen Ländern hat mir sehr gefallen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass dies nicht nur hier einbeschränkt bleibt, sondern auch in der Zukunft weiter folgt, also der Austausch zwischen Lehrern. Ich würde mich für Blended Learning entscheiden, weil Blended Learning würde auch viel besser bei den Schülern ankommen. Ich will halbe online, halbe face-to-face. Zum Beispiel 2 Tage von zu Hause, 2 Tage von zu Hause und 3 Tage face-to-face machen. Ich finde Online-Lernen von zu Hause ein bisschen anstrengend. Ich finde nicht sehr früh aufstehen gut, aber meine Freunde nicht sehen nicht gut. Ich finde Online-Lernen echt schlecht, denn du kannst nicht mit deinen Freunden spielen und du kannst nicht deine Lehrer oder Lehrerin sehen.
Jetzt, da die Schüler wieder anwesend sind, kann man leicht bemerken, dass es eine kleine Veränderung gibt bei dem Verhalten der Schüler, und zwar auch im Sinne von Freundschaft, im Sinne von Sozialaspekte und im Sinne von Zugang zu den Lehrern und zu den Schülern. Ich glaube, dass man für eine digitale Schulentwicklung in einem Land von oben anfangen muss. Also das heißt, man muss erst ein System haben, das für alle auch gerecht ist. Danach muss man natürlich mit der Fortbildung der Lehrkräfte, einen großen Anteil der Lehrkräfte hat Probleme mit digitalen Kompetenzen, und diese müssen dann in einem gleichwertigen Niveau erweitert werden. Und danach folgen die Konzepte, zielgerechte Konzepte für Lernende und auch natürlich die Umsetzungen, wie man es in das System einwickelt. Und in diesem Punkt denke ich, dass alles miteinander verbunden ist und dementsprechend die Schulentwicklung auch in der Zukunft gestaltet werden sollte. Die Digitalisierung hat uns Flexibilität geschenkt. Sie hat uns die Möglichkeit gegeben, Lehrkräfte, die in Deutschland oder an anderen Orten sind, in unseren Klassenraum mit einzubeziehen. Und wir haben neue methodisch-didaktische Anwendungen eingeführt in unser System. Es ist in dem Projekt Remote Schools ein Netzwerk von über 30 Schulen entstanden, in dem sich Schulleiterinnen und Schulleiter und Deutschlehrkräfte ausgetauscht haben, und dieser Austausch bleibt auch über das Projekt hinaus erhalten. An den einzelnen Schulen ist ein digitaler Transformationsprozess gestartet, der jetzt auch wirklich erst am Anfang steht. In den nächsten Jahren werden die Schulen selbstständig diesen digitalen Transformationsprozess fortführen und die Schule als Ganzes auch einbinden. Das war ein wesentlicher Bestandteil des Projektes, ihnen dazu das Know-how und die Möglichkeiten zu geben, diesen Prozess selbstständig durchzuführen.